Hey du und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge KLUW. Wie ihr es seht, wir sind schon parat für dich. Ich sage dir eins, momentan, es ist jetzt, kann ich rechnen, Anfang August, es ist, Dami und ich sind am crazy gehen. Vor 3 Tagen ist ein Video für uns viral gegangen und wir haben jetzt einfach über 800 Abonnenten. Von heute auf morgen, ey, ich bin immer noch geflasht. Ich habe ultra mega Freude, es läuft. Danke viel mal. Bist du dabei, bist du uns am Supporten. Ohne dich gibt es das nicht. Wir hoffen wirklich, wir kommen dir zurecht, machen alles gut. Ich rede schon wieder viel zu viel. Wen haben wir heute da? Wir haben heute hier den Melvin. Heute reden wir wieder über Fußball. Der Melvin hat das Bein gefunden, ist auf einem guten Weg gewesen. Nachher hat es einen Rückschlag gegeben. Zu dem anderen hat er das nachher verkraftet und dann kommt schon der nächste Rückschlag, Krebsdiagnose. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Am besten hören wir gerade rein. Bleib ich bin so nervös gewesen. Bleib bis am Schluss da und denke dran, abonnieren, Glocke aktivieren. Hören wir rein. Hey zusammen, ich bin der Melo, ich bin 26, arbeite im Sozialen mit beeinträchtigten Leuten zusammen und ich bin heute hier mit dem Maui, weil er mich eingeladen hat. Und meinem liebevollen Cousin kann ich natürlich nicht Nein sagen. Hey Leute, ich sage euch, ihr habt mich gesehen, ihr habt mich verschnarrt. Wie heisst er jetzt? Melvin oder Melo, Maui, was noch? Hey, ich sage euch, heute, ich habe 3 Aufnahmen heute. Melvin ist der erste von 3. Ich gebe alles, dass es passt. Hure viele Sachen da drin. Hure cool ist er da. 800 Abos. Ich gehe crazy. Ist jetzt dann abgehoben? Nein. Sonst hätte ich die Aufnahme am Anfang, wo ich gestottert habe, gelöscht und nochmal neu aufgenommen. Das hier bleibt authentisch, das ist mir wichtig. Ich bin auch noch ein Mensch, ich mache Fehler, ihr solltet das sehen. Wir lernen zusammen. Ich rede schon wieder viel zu viel wie im Intro. Melvin, wie war die Fahrt dahin? Thurgau? Ah nein, bist du ja gar nicht, wir sind ja im Winter. Hey, ich bin voll, ui. Magst du erzählen? Ja, safe. Die Fahrt war eigentlich voll easy. Ja. Es hat relativ recht viele Leute im Zug gehabt. Das habe ich noch irgendwie speziell gefunden, weil es morgen früh ist. Weil ich bin schon recht lange unterwegs. Aber ja, voll entspannt. Ja. Ich habe meinen Afrobeats gehört, aus dem Fenster geschaut. Perfekt. Dann noch Bombenwetter. Hey, Bombenwetter so dazu. Wirklich Ja, richtig gut. Zurück richtig gut. Hey, dann ich drücke gerade hier. Safe. Die Tür in die Wand. Tür in die Wand. Den Fuß in die Wand, den Fuß in die Tür. Hey, wie ist das? Eben, ich selber habe geshootet. Shoot immer noch bei Adorf. Immer noch 5. Liga. Wie war das bei dir? Wo hat es bei dir angefangen? Kurz so, eben der Melvin, ich habe es vorher schon ein bisschen angetönt, der Melvin hat wirklich, er kann shooten, er hat das Bein gefunden. Magst du erzählen, wie es zu dem gekommen ist? Ja, wann hast du gecheckt, hey, da kann wirklich was werden? Wenn ich trainiere, hast du überhaupt trainieren? Magst du erzählen? Ja, sicher. Also angefangen habe ich auf dem Schwarzen Platz. Wir haben so einen schwarzen Platz in der Schule aus. Ja. Dort hat eigentlich so ziemlich alles angefangen. Ja, dort bin ich mit meinen Brüdern, mit allen Friends wirklich komplett, haben wir immer also das Typische, was man halt früher gemacht hat. Ja, voll. Da sind wir dort shooten oder wir haben auch vor unserem Haus haben wir so einen Platz gehabt. Das sind so 2 Bäume beieinander gewesen, also wirklich so versetzt. Und kenn ich auch noch, ja. Dann haben wir so Stöcke abgerissen und haben die so reingetan als Pfosten. Und dann, bei mir hat es dann nachher so angefangen, ich wollte immer ins Goal. Das ist irgendwie noch lustig. Ich habe es gefühlt, hechten und Ball kratzen und alles Mögliche. Das habe ich mehr gefühlt, als jetzt auf dem Spielfeld zu spielen. Ja. Und dann irgendwann habe ich so angefangen, ein bisschen üben mit meinen Brüdern zusammen. Sind wir auch immer so auf die Wiese, ich natürlich immer im Goal. Und ja, voll, dann war es so ein bisschen so.
Und dann habe ich mich irgendwann angemeldet und meiner Mami gesagt, übrigens grüße meine Mutter. Der Trisha, hoi! Hoi, schau wer da hockt! Ja. Und dann sind wir irgendwann dazu gekommen. Mein Bruder hat schon geshootet im Verein. Ich bin dann zu Volkenswil. Ich wollte dann dort ein Probetraining machen. Die haben mich dann irgendwie nicht genommen. Ich sage, es war schlecht. Ich so, ja, easy. Ja. Ganz kurz als Verständnisfrage, immer als Goalie, hast du dich... Immer als Goalie immer am als Anfang. Goalie, Ja, okay. immer als Goalie. Ja. Vorher war wirklich nur der Goalie. Und dann bin ich nachher ins Nachbardorf gegangen. Das ist Schwarzenbach. Dann bin ich dort kicken. Also habe dort auch angefragt, ob ich kicken komme. Im Goal natürlich. Und ja, voll. Nachher hat es so ziemlich angefangen, dass ich wirklich, dass ich mich dann aufgenommen. Dann hat es so angefangen, dass ich im Goal stand. Und ich war eigentlich super gut gewesen. Ich mag mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, aber ich war wirklich super stark gewesen, eigentlich, für das, dass ich so neu gekommen bin. Und hatte viele Fußball-Goalies angeschaut. Und das waren so meine Idols gewesen, zum Beispiel der Nelson Dida. Ah, ja. Das war so ein brasilianischer Goalie, das war mein Vorbild gewesen, also wirklich. Dann habe ich immer so eben, wie halt jeder Kleine so ein bisschen den Traum hat, gross werden, ein Vorbild gesehen, so weit kommen wie der, oder wenn sogar noch besser. Ja, dann war es so ein bisschen das gewesen. Und immer von Spiel zu Spiel bin ich dann immer besser geworden, weil ich einfach auch im Privaten dann für mich so geschafft habe, so gefunden, nein, ich muss auf den Platz. Ich habe natürlich mehr Freude am Fußball als in die Schule zu gehen. Ja, verständlich. Das ist, glaube ich, so, das kennt glaube jeder von euch. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann bin ich höher gekommen in die Stufe. Dort war ein brasilianischer Trainer bei uns. Also der hat dann nachher auch gesagt, er so, nein, Melvin, du musst Fußball spielen, du musst auf dem Platz stehen, du musst Goal schiessen und so. Ja. Weil ich war easy schnell. Ah, ich ja. bin wirklich ultra schnell. Ja. Und ja, der hat dann irgendwie so, ich weiss auch nicht, der hat das irgendwie einfach so gesehen, dass ich nicht im Goal stehen, sondern spielen. Und so seit dem Zeitpunkt, ich habe dann natürlich, für mich ist ein Weltzusammenbruch in dem Moment. Wirklich ein Weltzusammenbruch. Ich also dachte so, hä, wieso? Ich bin doch Goalie und so. Ich mache es doch gut und alles darum. Und für mich war es so, eben weil ich Goalie werden wollte, ist so für mich war, wenn ich jetzt als Spieler spiele draussen auf dem Feld, dann bin ich einfach zu schlecht im Goal. Ja, ja, und so hast es du gesehen. Ja, ja, voll. Und dann, ja, hat er mich nie dann spielen lassen, also im Goal spielen lassen. Und dann haben wir so einen Kompromiss gefunden, so, ja, wenn wir zu viel Goal in dem Sinn kassieren, dann musst du halt einfach spielen. Ja. So, es ist deine Schuld ja, in dem Sinn. So, ja, easy. Geil. Ja, voll. Und nachher, ich weiss noch, das war im Männendorf, haben wir so ein Spiel gehabt und wir sind irgendwie 2-0, 3-0 im Hinten, also wirklich hinten drin gewesen. Und es hat irgendwie einfach nicht wollen. Und nachher hat dann er irgendwann so gefunden, so, Melvin, du gehst aufs Spielfeld. Auf dem Spielfeld bin ich auch sehr stark gewesen. Zwar noch nicht so technisch begabt, schon, aber nicht wirklich so, das, was man so kennt. Ja. Aber ich war einfach mega schnell und mega flink. Und das hat es für mich dann auf dem Spielfeld auch sehr einfach gemacht. Dass ich einfach dann, dort haben wir irgendwie nachher 8-3 gewonnen oder so. So schickt man dich lang und dann... Ich habe irgendwie 6 Goal geschossen, 1 Assist. Und ja, dann war es einfach mega Freude, dass dann neben die Spieler und so und haben dann so gefunden, so, schau, der bögt dort hinein, als Goalie kommt raus und shooten. Ja, was will der? So, was will der? Der hat doch 2 linke Füße und so. Und ich habe da immer so, das nur gehört und so dachte so, easy. Denken dir so voll easy. Ja, ja und nachher bin ich dann irgendwann Spieler geworden, weil es mir einfach noch mehr Freude gemacht hat. Definitiv auch Assists geben, Goal schiessen, für die Mannschaft gehen. Also das tut ja jeder. Aber ich habe einfach das Gespür voll bekommen. So mit dem Ball etwas anfangen und Spieler auslassen und alles mögliche darunter. Ja, voll. Würdest du in dem Fall jetzt gerade jüngeren Zuschauern raten, hey, wenn euer Trainer da eine Vision sieht, die nicht mit eurer Position ist, wo du jetzt spielen willst, sollen die auf den hören? Oder lieber so, hey, nein, bleib stur? Ich sage jedem, es ist eigentlich wirklich jedem selber überlassen. Klar, jetzt in diesem Alter kannst du noch nicht so viel gross zu dem Ganzen denken, sage ich jetzt einmal. Aber ich finde, wieso nicht? Ich meine, du bist noch jung, bist wirklich noch am Anfang des Fußball. Test dich aus.
gehst ins Goal, gehst in die Verteidigung, gehst ins Mittelfeld, gehst in den Sturm. Welches Alter sagst jetzt du da? Bist noch jung? Ich stelle mir jetzt das so vor, eher so 12, 16, Nein, noch 17, noch jünger sogar. Ja, ja. Also noch jünger in dem Fall. Also so 8, 9, Okay. Das, 7, Ja. 8, 9, so um das herum, ja. Und jetzt, um ein bisschen die Überleitung zu finden, eben, ich habe das auch mitbekommen, du hast da mal ein Angebot von GC gehabt, hast du sogar mal geshootet, wenn ich es richtig im Kopf habe irgendwie. Wann ist das gekommen? Wie läuft das ab? Hockt dort so ein Scout auf der Tribüne und dann sagt, ey, yo, schickt den mal zu mir oder Nein, also tut man da arbeiten mit Vitamin B? Wie läuft das ab? Ja, also vieles ist sicher auch ein bisschen mit Vitamin B. Aber jetzt, wenn du in so einem Dorfclub bist, wie ich jetzt war, wir haben das, also durch das, dass ich eigentlich das Ganze reingekommen bin, wir haben ein Turnier gehabt. Das war in Mur. Und dort habe ich das erste Angebot bekommen von IF Juventus. Ja. Das ist in Zürich. Und ja, nachher bin ich jetzt dort das war der ehemalige Präsident von Juve, der leider verstorben ist. Ja. Und der hat mich irgendwie einfach gesehen und hat dann auch meinem Trainer nachher erklärt, dein Spieler, der hat so die spezielle Art von Fußball. Der hat so das Tacklen und das hat er noch nie gesehen in diesen jungen Alter. Da bin ich etwa 11, 12 oder so, 10, 11, 12. Und der hat das irgendwie einfach gesehen und hat mich dann meinem Trainer das gesagt, sie haben Interesse an mir und so. Und dann bin ich nachher dann zu IF Juventus gewechselt, also von Schwarzenbach zu IF Juventus. Und dann habe ich dort eigentlich das erste Mal so in der U-Mannschaft gespielt. Und ja, so bin ich dann eigentlich immer weiter reingerutscht in die gute Mannschaft hinein. Und bevor das aber passiert ist mit IF, habe ich auch Angebote von Zürich bekommen, von GC und. Ja, aber es hat dann irgendwie einfach, ich habe mich nie gross wohlgefühlt, so jung. Es war für mich irgendwie einfach so nein, ich will das gar nicht, so, ich will mit meinen Kollegen spielen. Ja. So, weil einfach alle dort sind und das sind ja meine Kollegen. So, ich wollte nie gross weggehen und dann irgendwann ist der Punkt gekommen und ich so gefunden, hey, mal, ich glaube, der Step, der tut mir gut. So, dann ist dann auch so eben die Reife gekommen, so in dem Sinn, du musst selbstständig sein. So, du musst rausfahren mit dem Zug, oder? Ich mit 10, 11 musste auf Zürich fahren. Das war für mich alles ein Paradies. Ja, und es hat sich dann einfach so ergeben, dass ich mich dort pudelwohl gefunden habe, seit dem ersten Tag im Training. Coole Leute um mich herum. Mit denen habe ich sogar heutzutage noch Kontakt. Ja, voll. Spürt man da den Druck, wenn man dort spielt? Eben, wenn du merkst, hey, das sind alles nur Leute am Shooten, weil entweder können sie wirklich shooten oder die sind mit Kontakt gekommen. Spürt man da den Druck, den Konkurrenzkampf gegenseitig, die Gier, die so ein bisschen kommt, so, eben Thema Geld und so, ist das dort schon umeinander? Du bist zwar mega jung, jetzt, wo du erzählst, aber wenn du nachher so älter geworden bist, so 15, 14, 16, um das umeinander, wie war das so ein bisschen? Ja, also eben, bei Juve jetzt nicht, bei IF Juventus, das nicht. Dort ist wirklich, also der Konkurrenzkampf, der ist safe. Also der ist überall. Wenn du es nicht hast, dann ist etwas nicht gut, finde ich. Ja. Dort haben wir ihn auch gehabt, natürlich, aber dort haben dann einfach so dementsprechend ein bisschen die Besseren gespielt immer. Dort hast du schon das gewisse Level gesehen, was der eine oder andere kann oder was ich jetzt kann. Ja, und ich meine, ich habe dort in dieser Saison, ich war dort noch Stürmer, so einigermaßen. Und ich habe Alessio, übrigens grüße dich, Alessio, wenn du das Video siehst. Auf jeden Fall, mit ihm habe ich mich super blind verstanden. Also das war wirklich blind. Also ich wusste, wo er startet und alles drum und dran. Wir haben im Gesamt irgendwie locker um die 60 Goal in der Saison beide zusammen gemacht. Cool, ja. Ja, und nachher bin ich dann lange unter Beobachtung von GC, weil die sind in Partnerschaft mit IF Juventus waren. Okay, ja. Und durch das bist du dann nachher erst aufmerksam geworden. Also bei mir ist schon auch oft, mein Trainer ist dann auch zu mir gekommen und hat mir gesagt, hey, du bist im Fall übrigens einer der Besten von der ganzen Juniorabteilung. Und für mich war das nie so bin ich das. Also weißt, ich habe mich auch nie irgendwie jetzt so gefunden, so, ich muss mich jetzt irgendwie
vor allen ansetzen und ich weiss, Ja, ich bin der so, King ja, in dem ja, Sinn. ja. Ich habe das nie gehabt. Ich habe das echt nie gehabt. Ich war eigentlich relativ immer bodenständig gewesen, und habe mein Zeug gemacht. Ich habe einfach an dem geschafft, wo ich arbeiten wollte, wo ich besser werden jeden Tag. Und ja, ich habe mich nie als besser jetzt gesehen als andere in meiner Mannschaft. Das war so ein bisschen das gewesen. Und dann nachher ist dann der Schwung gekommen, haben wir einen Nike Cup gehabt. Das ist so ein internationales Turnier eigentlich, das wir haben. Krass, ja. Also zuerst bist du in der Schweiz und der vorher den Nike Cup gewonnen hat, dort ist dann nachher einfach das Turnier von der Schweiz, wo das stattgefunden hat. Ja. Und das war damals mal in Zürich, im Herren Schüli, weil Zürich die letzte Mannschaft war, die den gewonnen hat. Ja. Dort bin ich dann nachher auch mit IF, Juventus sind wir dort hin. Und dann sind dann alles so grosse Clubs von der Schweiz gewesen, eben GC, Basel, Zürich, Servet, so ein bisschen das. Ja, und dort bin ich hat's einen Scout von GC. Der hat dann anscheinend, das war ein anderer Trainer von uns, war auf der anderen Seite gewesen, am Spiel ein bisschen beurteilen. Und der hat dann nachher eben so gefragt, ja, wo ist denn Melvin und so, wieso spielt er nicht von Anfang? Und dann hat er gesagt, ja, der kommt dann schon rein und so. Und dort haben wir ein Spiel gegen Serre. Wir waren 2-1 im Rückstand. Ja. 2-0. Dann bin ich reingekommen mit dem Alessio zusammen. Ja, Sturmbuddy, ja. Ja, voll. Und dort habe ich aber dann auf dem Flügel gespielt. Ja. Und er im Sturm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin voll ready für das Turnier. Und dann haben wir nachher 3-2 gewonnen. Cool, haben das noch gedreht. Ja. Dann haben wir beide das Goal geschossen. Und dann, dann bin ich nach dem Turnier, sind dann eben die Leute von GC sind zu mir gekommen und haben gesagt, hey, Probetraining bei uns, dann und dann. Und dann mit dem Trainer noch ein bisschen angeschaut. Wieso nicht? Dann konnte ich schon den Schwung machen, hatte dann aber noch irgendetwas mit der Liste gehabt. Dann hat es angefangen, ja, ich habe das auch bei mir da, eben Genau. Verletzungen. In dem Fall ist dort dann der erste Rückschlag so gekommen, mit einer Verletzung so. Und so. Was macht das mit einem? Merkst du so, hey, jetzt bin ich an dem Punkt, wo viele träumen von dem und jetzt macht der Körper nicht mit. Oder eben, es kommt das Problem. Ja, es ist... Also ich sage, die erste Verletzung ist schon happig. Also ist schon happig. Es macht schon mit vielem einem, weil man einfach denkt, so, hey, kann ich dann noch weitermachen oder geht es nicht? Also die Verletzung war jetzt nicht so mega gross. Dazu war es so, vom Wachstum ist der Knochen am Riebsten und das hat meine Schmerzen ausgelöst. Genau. Und in dem Moment ist natürlich eine Welt, die zusammenbricht. Aber es ist dann trotzdem irgendwie doch auch ein bisschen gegangen zum Spielen und alles und ich konnte immer das Maximum rausgeben. Aber dann irgendwann habe ich dann eben erfahren, dass der Knochen am Riebsten ist. Und das ist dann halt ein bisschen das Problematische geworden, dann zum Shooten. Und dann musste ich so ein bisschen Beintraining machen. Also haben sie mir zuerst operieren. Dann haben wir gefunden, so, nein, das muss man nicht unbedingt operieren. Und dann, irgendwann von der Zeit her ist das dann irgendwie weggegangen. Genau. Was empfiehlst du jetzt gerade unseren jungen Zuschauern, die da auch schon ein bisschen dort drin sind und jetzt haben sie so einen Rückschlag mit einer Verletzung oder so? Sollen die da operieren oder hey, gib dir Zeit, mach dir keinen Druck? Was würdest du denen sagen? Ich finde es immer am besten, es ist jetzt egal, ob du Sport machst oder nicht, hol dir immer 2-3 Meinungen weiter, weil du vereinfachst es dir selber, plus du hast mehr Informationen. Weil es gibt vielleicht einen Arzt, der sagt, hey, unbedingt operieren, weil es geht nicht und dies und das. Und dann hast du vielleicht 2 Ärzte, die sagen so, hey, nein, das kann man anders lösen. Ja. Krass. Und dann bist du eben, um jetzt so eine Überleitung mache ich ein krasses Thema, das wahrscheinlich den einen oder anderen mehr interessiert. Eben, dann hast du dich da wieder retto gekämpft, eine Verletzung da, nachher wieder Spielen und alles. Und nachher kommt da so der Endgegner, Diagnose Krebs. Das ist erst später gekommen. Ja. Das ist erst später Was gekommen. ist denn dort? Du bist 26 und nachher Krebsdiagnose. Was ist da denn passiert so im Kopf drin? Sorry, das ist gerade so emotional. Alles gut, ist verständlich. Es ist für mich, als ich das mitbekomme, also es hat so angefangen, ich habe irgendwie Blut gespuckt die ganze Zeit. Und dann bin ich immer so ein bisschen heimlich. Beim Arbeiten bin ich aufs WC gegangen, habe gespuckt und alles. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und
ja, dann ist es irgendwie auf einmal immer stärker und stärker geworden, dass ich dann irgendwie und irgendwann mal so gefunden habe, so, hey, nein, also, ich bin ja voll der Vollidiot, geh mal zum Arzt, spinnst du eigentlich? Ich meine, Blut, du spuckst nicht einfach so aus dem Nichts Blut. Und dann noch viel vor allem. Ja, dann bin ich ins Spital gegangen, hatte die Kontrolle und ich hatte am Anfang nicht so einen nice Arzt gehabt. Der hat irgendwie mit mir nur das gewisse MRI, also den MRI-Test gemacht. Ja. Wo man sieht, aber dass so weisse Pünktchen drin sind. Ja, dann habe ich einfach gefunden, so, nein, das ist nichts Schlimmes und so. Also bin ich auch massiv wirklich so, wenn ich so für mich denke, so, shit. Also, ich weiss mein Körper, ich kenne meinen Körper zu eins. Und ja, es war dann irgendwie so, dass ich dort war und dann er mir die Tabletten gegeben hat, gegen das Blut, dass nicht mehr das Blut spucken tun. Genau. Und dann habe ich so irgendwann eine Woche später dann ist es jetzt wieder angefangen. Also habe ich eine Woche Ruhe gehabt, dann die übernächste Woche habe ich jetzt wieder angefangen. Dann habe ich so gefunden, so, hey, nein, irgendetwas stimmt nicht. Weil es hat mir so wie brennt zwischen Brust und Lunge. Ja. Hat es mir wie so eine, also es würde 50 Millionen Ameisen, die roten Ja. Ameisen, die mich anbisseln, so hat es sich angefühlt. Einfach nur 1000-mal schlimmer natürlich. Ja, und ich habe einfach gemerkt, irgendetwas stimmt wirklich absolut nicht. Das kann nicht sein. Ich habe Schmerzen des Todes, ich kann fast nicht schnaufen und. Und dann bin ich nochmal ins Spital gegangen und dann habe ich ein Problem halt gemacht, weil ich einfach gefunden habe, ich will einen anderen Arzt haben, der die Ahnung auch hat. Und der hat mit mir komplett etwas anderes durchgemacht, wo ich mega dankbar bin, falls du das siehst. Ja, und der hat mit mir komplett andere Sachen gemacht, eben Blutabnahme gemacht und alles drum und dran, was eigentlich viel mehr machen musst. Genau, und dann hat er nachher irgendwann habe ich das Telefon bekommen, hat er mir angerufen. Er hat gesagt, ich müsse ins Spital kommen. Dann kann er es mir erklären und sagen, alles, ich bin ins Spital. Dann haben wir es angeschaut zusammen und dann hat er gefragt, ja, hat irgendjemand in eurer Familie Krebs? Also ist übertragbar oder erbbar und so. Ich habe eigentlich jetzt nicht gross viel gewusst. Ich weiss einfach, nur, dass es eben von meinem Papi seiner Seite hat es so ein bisschen Krebs gegeben, aber ich kann jetzt nicht spezifisch sagen, wer und alles drum und dran. Aber ja, dann ist so ein bisschen, hat er mir dann eben gesagt, dass ich Lungenkrebs habe und ich so, okay. Wie ist das so? Der erste, wenn du jetzt ein Wort müsstest nennen, wo dir in den Sinn kommt, wo er dir das so sagt, ins Gesicht. Was war so der erste Gedanke, den du dort hast, wenn du dich noch daran erinnerst? Fuck. Scheiße. So zuerst, also ja, so, ich bin ein bisschen bleich geworden. Das hat er dann auch gemerkt gerade. Ich habe nur so gedacht, so, fuck, was? Wie kann das sein? Ich meine, ich bin Spitzensportler. Ja, eben. Ich habe jahrelang bei GC gespielt, habe meine Junioren komplett im Sport wirklich. Ich habe weder geraucht noch Alkohol und sonst was zu mir genommen. Und ja, es war einfach so ein Moment, so schnell kann es einfach passieren. Ist dort auch mal so ein Gedankengang, so, warum ich? Andere eben rauchen, geben sich null Sorge. Warum tüpft es nicht einer von denen und mich? Ist da so ein Gedanke auch mal oder gar nicht? Nein, jetzt nicht so ein Gedanke, dass ich es gesagt habe, so, wieso muss es mich treffen, wieso kann es nicht der treffen, wieso nicht der. Ich sage, ich bin so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Mindset. So, ich sage meistens so Sachen, die passieren, gibt dir irgendwie einen Hinweis über dein Leben. So, das war der Punkt, wo bei mir jetzt spezifisch so war, dass ich mein Leben ändern musste. So, das war für mich so ein Hinweis, so, hey, achte mehr auf dein Leben, geniesse dein Leben. Egal jetzt, ob du Geld hast oder nicht Geld hast, geniesse dein Leben, mach das aus dem, wo du etwas machen kannst. Egal jetzt, ob es Arbeiten ist oder Fußball ist oder Ballett ist. Egal was. So, geniesse einfach, solange du leben kannst. Weil irgendwann geht jeder mal von dieser Welt. Aber wenn es dir früh passiert, jetzt so ein Schicksal,
dann gehst du viel, also jetzt bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe es angenommen, ich habe gesagt, hey, ich weiss, ich habe jetzt den Krebs, aber ich kämpfe darum. Und das Kämpfen hat mich momentan so viel weitergebracht, dass ich mittlerweile einfach auch generell Leute kann damit helfen umgehen. Ich habe schon oft jetzt Leute gehabt, die das mitbekommen haben, weil es mich ein bisschen angeschissen, weil jeder Kollege und Kollegin hat gemerkt, hey, irgendetwas ist mit dem Melo nicht gut, irgendetwas ist, auch meine Mami. An dieser Stelle vielleicht ganz kurz. Ich höre jetzt so raus, du hast das in dem Fall niemandem gesagt, in dem Moment, wo du die Diagnose hast. Null. Ja. Gar keinem, nicht mal meine Mami. Krass. Und ich weiss, sorry Mami für das. Ja, aber es war für mich einfach so ein Punkt, ich wollte zuerst selber mal klar werden damit. Ich muss da noch kurz eingrätschen. Weil die Kamera nehme ich, mein Cutter flippt aus, weil ich immer hin und her schaue. Ich nehme die. An dieser Stelle, vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere von euch, vielleicht denkst du jetzt gerade, hey, was läuft bei dieser Familie falsch, dass er nicht mal seiner Mutter das sagen kann. Glaubt mir, ich kenne keine Mami, die so unterstützend und lieb ist wie Patricia. Patricia macht alles für den Melvin, alles. Und das ist wirklich, also ihr müsst da nicht irgendwie das Gefühl haben, hey, wow, was ist da gelaufen? Also, überhaupt nicht. Dadurch eben der Melvin jetzt wahrscheinlich genauer noch erzählen, warum er das so gemacht hat. Einfach kurz, um vielleicht da das ein oder andere Fragezeichen bei euch jetzt da ein bisschen zu lösen oder so. An dieser Stelle möchte ich dich auch gerade noch fragen, schreib doch du mal unten ein, wo du so einen Satz gehört hast, ich finde das extrem reif. Ich höre sonst wirklich nur von Leuten, so 60 darauf, die sagen, geniess dein Leben, geniess jeden Moment, weil irgendwann läuft die Zeit ab. Der Melvin ist 26 und sagt jetzt das. Ich finde das mega reif und krass und wirklich Weisheit pur. Ich übergebe das Wort wieder dir. Merci vielmals, Melvin. Eben warum hast du mit niemandem geredet? Hast du das Gefühl gehabt, das ist jetzt dein eigenes Game, deine Mission, die du arbeiten musst? Kommst du nicht die Unterstützung über, die du brauchst? Warum hast du es für dich behalten? Ich habe es für mich in erster Linie behalten, weil ich einfach ich habe zuerst selber einfach damit klar werden. So, hey, ich habe gerade erfahren, dass ich Krebs habe. Und dann nicht einfach nur einen Krebs, sondern einen Lungenkrebs. Und ich mich so frage, so, ja. Und ich weiss noch, an diesem Tag, ich hatte einen Match, das war in Oerlikon. Da war meine Mami auch dort. Und sie hat mich so gefragt, wieso ich auch alle umarmt dort. Und dann ich so, ja Mami, ich muss dir etwas sagen, dass ich Lungenkrebs habe. Also du hast mit der Krebsdiagnose selber hast nachher gleich noch geshootet oder so? Hat dir das geholfen? Ja, einfach nicht mehr so stark mit den Trainingseinheiten, die ich dort hatte. Ja. Das nicht. Ich hat dann schon ein bisschen schauen. Ja, klar. Also sehr schauen, besser gesagt. Ja, hast eigentlich auf alles ein bisschen schauen, auf was du isst und Sport. Also ich konnte nicht viel jetzt in dem Moment machen, weil ich natürlich auch viele Tests hatte. Ja, das war halt einfach mega schwierig für mich. Aber ich habe dann so gefunden, so, hey, nein, in erster Linie muss ich jetzt einfach für mich schauen. Ich werde es sicher sagen. Es ist nicht so, dass ich mir gesagt habe, ich sage gar niemandem etwas. Aber für mich war klar, meine Mama ist die Erste, die es erfährt. So Big Love von meiner Mama. Das war einfach der erste Moment, wo ich einfach gefunden habe, so, hey, meine Mama ist die Erste, die es erfährt. Klar, jetzt von den Mannschaften von dazumal haben es jetzt 1, 2, 3 Leute gewusst, nachher halt die ganze Mannschaft. Sind ja auch wie Familie, die Mannschaft, ja. Aber ja, ich habe dann das irgendwann dann so klar werden, oder ist mir klar geworden, so, hey, du kannst das nicht allein packen, das geht gar nicht. Weil es sind so viele Sachen, die zusammenkommen. Du weißt, du bist an so einem Punkt in deinem Leben angekommen, wo du nicht weißt, überlebst du es oder überlebst du es nicht. So wirst du jetzt an dieser Stelle auch gerade sagen, andere Leute, die ähnliche Diagnosen haben oder jemanden im Umfeld haben, bieten Hilfe an oder hol dir Hilfe. Findest du, ist das ein grosser Schlüssel, um das zu lösen? Also weißt, ich bin sehr, du kennst mich selber, ich bin sehr ein offener Mensch. Also mit mir kann man wirklich über alles reden, so wie auch ich über alles rede. Und ich bin einfach so, für mich, mir ist klar geworden in dieser Zeit, hey, das Ding, das in mir drinnen ist, der scheiß Krebs, der gehört nicht zu mir. Der gehört einfach nicht zu mir. So,
egal wie fest ich kämpfen muss, ich weiss, ich werde es schaffen. Ich weiss, der Krebs, der geht. Ich weiss, der gehört nicht zu mir, der gehört nicht in meinem Körper. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der mich einfach auch motiviert hat, dass ich einfach offen mit den Leuten, also mit meinen engsten Leuten natürlich, auch darüber reden können. Hast du das Gefühl, viele Leute, die Krebs haben, oder sogar leider verstorben sind am Krebs, findest du, das ist ja, das hat ja nichts mehr mit Wissenschaft oder Medizin zu tun, aber hast du das Gefühl, wenn man die Einstellung hat, das Mindset, hey, das kommt gut, es wird ein scheiß Kampf, aber das kommt gut, hast du das Gefühl, das hat einen Einfluss darauf oder nicht? Ich glaube schon ein bisschen. Also klar, sicher auch auf den Arzt hören, was er sagt, was du nehmen musst und. Aber ich glaube sicher auch, es hat mit dem Mindset von dir selber zu tun. So wie stark du auch vor allem bist und wie offen du bist natürlich. Also klar, ich kenne auch Leute, ich habe 2 Leute, die verstorben sind nach Krebs. Der eine ist, jetzt so wie ich an dieser Stelle, ist ein bisschen relativ offen gewesen. Und der andere Kollege war eher verschlossen gewesen. Ja, und es ist halt für den einen Kollegen, der verschlossen war, ist dann halt ist es leider dazu gekommen, dass er dann das Ganze nicht hat überleben konnte. Genau. Und ja, es ist einfach, es ist immer ein bisschen auf den Menschen darauf angewiesen, wie er tickt selber. Was ist so jetzt in dem ganzen Prozess von eben, du hast die Diagnose bekommen, dann spuren wir noch ein bisschen weiter retour, von dort, wo du eben gemerkt hast, etwas stimmt nicht mit meinem Körper, eben vom Blutspucken bis jetzt zum Schluss, wo du die finale, die gute Diagnose nachher bekommen hast. Was ist so der schwierigste Punkt vom Anfang, wo es angefangen hat, bis zum Schluss, wo du es geschafft hast? Was ist so der schlimmste Punkt oder was ist das Schwierigste zum Überwinden, bekämpfen? Es war generell einfach schwierig, einfach die Diagnose schon zu erfahren, dass du Krebs hast. Und dann sicher auch in die Depression hineingehst, sicher auch. Also bei mir war es jetzt zum Glück nicht so stark, dass ich in die Depressionen so klein hineingegangen bin, aber man hat es mir angemerkt, so, das ist einfach nicht mehr der Melvin, den man kennt. Ja. Oder ich war extrem in dem Moment am Anfang extrem verschlossen gewesen, habe mich zurückgezogen, habe so für mich einfach gedacht, ich habe niemandem etwas gesagt. Man hat es einfach gemerkt, Leute sind darauf aufmerksam geworden, haben mich gefragt, hey, was ist alles gut? Dann irgendwann habe ich so gefunden, so, hey, schau, jetzt sage ich es bei Mami und dann sage ich es einfach meinem engsten Umkreis, dass sie es einfach wissen, weil eben, man macht sich die Sorgen, aber es ist generell, würde ich sagen, ist der ganze Prozess ist schon schwierig gewesen. Aber ich sage, wenn du das Mindset, klar, es kann jetzt nicht jeder von 0 auf 100 Grad das Mindset ändern, aber wenn du relativ sehr ein offener Mensch bist, red darüber. Weil es entweder, das ist wie so, wie beim letzten Podcast, wo du gesagt hast, entweder ist es ein Geschenk, das du annimmst, oder ist es ein Geschenk, das du nicht annimmst. Ja. Und das war für mich klar, ich nehme das Geschenk nicht an. Auch wenn ich jetzt darum kämpfen muss, klar, aber ich nehme es nicht an. So, es wird gehen. Ja. Und jetzt hast du den Prozess durchgemacht, du hast gekämpft und jetzt ist so der finale Termin, nennen wir es so, wo du weißt, hey, jetzt kommen die Resultate. Hat es jetzt geklappt oder eben, hat es geklappt, ist er weg oder hey, er ist immer noch da oder ist es schlimmer geworden? Wie war das gewesen und was ist dort rausgekommen bei dir? Also bei mir ist er dann nachher zurückgegangen. Also wirklich zurückgegangen. Massiv, schnell eigentlich relativ. Ja, und dann nachdem du die Diagnose bekommen hast, dass er jetzt weg ist, hast du einfach, also bei mir ist es dann nachher so, dass ich jetzt alle 2 Wochen einen Termin hatte, ganz am Anfang. Und jetzt habe ich alle halbe Jahre einen Termin, wo ich einfach die Kontrolle machen muss, ob alles gut ist, ob es immer noch gleich ist oder ob es sich verschlechtert hat. Genau. Und wie lange bist du jetzt in dem Fall? Man sagt jetzt krebsfrei, oder? Wie lange bist Nein, krebsfrei bist du erst nach 5 Jahren. Ah, erst nach 5 Jahren in dem Fall. Ja. Habe ich auch wieder etwas Neues gelernt. Ist da immer jetzt eine gewisse Angst rum, wenn du an den Termin gehst? Oder gar nicht? Nein. Ich bin da sehr gelassen. Also wie gesagt, nimmst du das Geschenk an oder nimmst du es nicht an? Ich nehme es nicht an. Jetzt hören das wahrscheinlich gerade. Wir sind ja da neben dem Kreis. Jetzt landet wahrscheinlich gerade Regen. Ui, nein, nicht gut.
Hey, ich finde das so ein ernstes Thema und eben gerade im Umfeld, auch gerade ganz enges Umfeld, eine gute Kollegin von mir hat auch im Verwandtenkreis eine Person gehabt, die jetzt an Krebs verstorben ist. Mein Beileid. Ich finde das so, ich finde es eigentlich krass, gerade wir hier in der Schweiz, wir haben gefühlt für alles ein Medikament, aber es gibt gleich so einen Endgegner, das kannst du nicht bezwingen. Und das nachher bei vielen Leuten, bei dir war es jetzt zum Glück nicht so gewesen, wie ich dich verstehe, aber dass viele Leute, erst wenn sie so eine Diagnose bekommen, so, ey, in einem Jahr ist fertig oder in einer Woche oder in 5 Jahren, erst wenn sie so eine Diagnose bekommen, dann sie eigentlich realisieren, dass uns allen eigentlich bewusst ist, unsere Zeit auf der Welt ist endlich, das ist irgendwann ist es fertig. Und dass du zuerst so eine Diagnose musst haben, dass du das checkst und dann erst eigentlich das machst, was du gerne machst. Ich finde das wirklich krass, dass man sich dem nicht bewusst ist. Darum finde ich es so schön, dass du auch am Anfang gesagt hast, hey, macht das, was ihr gerne macht, realisiert das, schätzt das. Und ich hoffe, das ist etwas, wo du mega daraus rausgenommen hast aus dem Podcast. Weil ich schaue auf die Zeit, die ist wieder umgegangen wie nichts. Melvin, hast du noch irgendwelche letzten Worte oder gerade nochmal einen Tipp vielleicht an Leute, die jetzt gerade so eine Diagnose bekommen? Ja. Oder vielleicht auch nochmal einen Ritt können am Anfang des Themas über den Fußball geredet, über junge, begeisterte Fußballjungs, die shooten, auch Mädchen. Die letzten Worte sind dir? Ja, also als erstes, wenn man so eine Diagnose bekommt, sicher, dass man offen ist und darüber reden kann. Auch wenn es am Anfang schwierig ist, verstehe ich absolut. Aber man sollte über die Hürde springen und einfach wirklich reden, weil das hilft einem auch moralisch extrem viel. Vor allem auch beim Geist. Also das habe ich auch gemerkt. Und das kann ich einfach so als Tipp weitergeben zu diesem Thema. Zum anderen Thema, zum Fußball. Es braucht extrem viel Geduld. Und auch wenn vielleicht dein Kind oder du vielleicht den Traum hast, Fußballprofi zu werden, dann musst du einfach die Geduld haben und immer mehr machen als alle anderen. Bevor ich irgendwas sage, dass das Video wieder verkackt, ich sage danke vielmals, Melvin. Sehr, sehr lehrreich gewesen, auch für mich. Ich hoffe, für dich auch. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder am Sonntag. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren. Und an dieser Stelle auch wieder, ihr seht es unten in der Bio, das heutige Video ist gesponsert worden von meinem Bruder, Coiffeursalon. Alles Weitere seht ihr unten und findet unten. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Peace.